Das Thema für heute ist, wie kann ich besser in der Fremdsprache denken, dass ich die Sprache wirklich selbstständig steuern kann. Wie komme ich dahin? Die Fremdsprache ist eine andere Sprache, die wir erst internalisieren müssen. Das heißt, wir können nicht erwarten, dass wir von Anfang an oder sehr schnell lange Sätze denken können. Das heißt, das müssen wir jetzt erstmal akzeptieren, dass das nicht so schnell geht. Wo kann man denn da anfangen? So, das ist mal der erste Punkt. Mit einfachen, kurzen Sätzen, es müssen nicht mal Sätze sein, Wörter. Einfach beginne mit Wörtern. Und mit welchen Wörtern kannst du da beginnen? Wieder, da kann man ganz logisch sich das durchüberlegen. Wir beginnen einfach mit Dingen, die in unserem Alltag sind, beziehungsweise die uns am nächsten sind. Das heißt, welche Dinge sehe ich jeden Tag? Welche Dinge sage ich vielleicht jeden Tag? Oder welche Dinge höre ich jeden Tag? Welche Dinge, welche Objekte, welche Aktionen umgeben mich jeden Tag? Das heißt, wir beginnen einfach bei ganz banalen Alltagssachen. Ganz kurze Sätze, die mit ich beginnen. Zum Beispiel, ich gehe ins Bett, ich schneide das Brot und so weiter und so fort. Das sind erstens mal einfache Sätze und das sind sehr kurze Sätze. Und dort sollten wir, oder dort ist es sehr angenehm, sagen wir so, für mich zumindest, ist es sehr angenehm zu beginnen. Und auch hier ist die Grammatik normalerweise nicht so komplex. Wie könnte man das jetzt noch systematischer, das heißt also noch geregelter, noch geordneter machen? Schau, denk es dir so, du kannst einen Zettel nehmen, ein großes Blatt Papier, oder du kannst es auch auf dem Computer machen, und dann kannst du dir einteilen, was du in welcher Situation machst. Zum Beispiel Umgebung, Küche. Du kannst dir mal denken, welche Dinge machst du in der Küche? Oder ich suche mir die wichtigsten Verben zum Thema Arbeiten, also welche Arbeit du auch immer machst oder was du zum Beispiel lernst. Das heißt, mach eine Liste, und das Wichtigste ist dann nicht nur eine Liste zu machen, wo die Wörter drinnen stehen, sondern dass du wirklich Sätze hast. Dass du einfach ganz kurze Sätze nimmst. Wie kommst du zu diesen Sätzen? Du kannst es entweder selber formulieren, wenn es ganz kurze Sätze sind. Du kannst es auch einfach im Internet raussuchen. Du hast das am besten vielleicht ausgedruckt oder du hast es am Handy oder sonst irgendwie. Du siehst den Satz und dann machst du die Aktion. Zum Beispiel, du schneidest das Brot und dann sagst du einfach, was du gerade tust. Du formulierst laut, was du in diesem Moment gerade tust. So kann sich das Gehirn sehr realistisch daran gewöhnen, einfach diese Sprache zu benutzen und diese Sprache wirklich im Kopf sich bewegen zu lassen. Ganz konkret die Bewegung, weil nämlich der Körper sehr gut durch Bewegung lernt. Auch sehr gut zum Beispiel zum Shadowing, zum Nachsprechen. Wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, auf einen Sportplatz gehst, du kannst viel im Kreis gehen und du hörst dir MP3, du hörst dieses Audio und du sprichst einfach nach. Und wenn du dich bewegst, dann ist es einfach aktivierend. Du kannst einfach gehen und du benutzt die Sprache. Das heißt, dieses ganze Konzept, etwas internalisieren, etwas aufnehmen und dann dazu kombiniert die Bewegung. Und wie kann ich erreichen, dass ich mehr in der Sprache denken kann? Gehe in verschiedene Situationen hinein. Nehmen wir zum Beispiel das Thema auf der Straße. Was sind so ganz banale Sätze, die ich einfach dann wirklich sagen kann, wo ich einfach dann im Moment erklären kann, was ich gerade mache. Ich sehe ein Auto. Hier ist ein Baum. Es ist warm. Da kommen wir dann einfach immer weiter. Ja? Versuche die Dinge, die dich umgeben, in der Fremdsprache zu beschreiben. Und wenn du die Sätze dann sortierst, allein durch das Sortieren, durch das Raussuchen, hast du schon einen Lerneffekt. Nochmal wirklich ganz einfach runtergebrochen. Beginne mit alltäglichen Sachen, die dich umgeben. Versuche sie konkret zu beschreiben. Versuche sie während der Aktion zu beschreiben. Dinge, die du ganz oft siehst, und einfach mit einer Bewegung zu kombinieren, dann hat es einen doppelten Lerneffekt. Wenn ich jetzt sage, ich schneide das Brot und du schneidest wirklich das Brot, die Bewegung, die du jetzt gerade machst, ist genau das, was du jetzt gerade aussprichst. Wunderbar, einen wunderschönen Tag. Ich genieße noch die Sonne und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!